Es ist 17 Uhr. Wir wollen, glaube ich, auch pünktlich anfangen. Und ich freue mich sehr, dass der Saal heute so voll ist. Ich glaube, da haben wir selbst nicht unbedingt mit gerechnet. Umso mehr freut uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und in diesen sehr schönen Saal der Ernst-Abel-Bücherei. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Marvin Rosé und ich darf Sie heute Abend so ein wenig durch diese Veranstaltung begleiten zu einem, wie ich finde, sehr wichtigen und hochinteressanten Thema. Und denn gemeinsam wollen wir heute über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sprechen, aber insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und was hat der Klimawandel und die Klimakrise eigentlich damit zu tun? Und bevor ich das Wort direkt an Frau Professorin Julia Asbrandt übergebe, möchte ich Sie jetzt noch oder bereits jetzt schon mal kurz darauf hinweisen, dass wir im Nachhinein an diesen Vortrag noch eine Podiumsdiskussion mit Expertinnen zu diesem Thema vorbereitet haben. Und Sie sehen schon, das heißt Mitmachforum und das soll natürlich auch eine Einladung sein an Sie, sich im Rahmen dieser Podiumsdiskussion später zu beteiligen und Ihre Fragen loszuwerden, Ihre Meinung, vielleicht auch Ihre Erfahrungen zu teilen. Und darauf freuen wir uns dann schon sehr. So viel zur Vorrede. Vielleicht noch der kleine Hinweis, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachhinein als Mitschnitt zur Verfügung gestellt. Also wenn Sie sich nachher zu Wort melden, sind Sie zwar nicht zu sehen, aber Ihr Beitrag wäre zu hören. Das vielleicht noch als kleiner Hinweis vorab. Und da möchte ich eigentlich gar nicht so viel Zeit mehr verlieren und das Wort an Frau Professorin Asbrandt übergeben und wünsche Ihnen nun eine tolle Veranstaltung. Viel Spaß. Ja, guten Tag und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr einmal über die Organisation der Veranstaltung zu diesem wichtigen Thema und natürlich auch die Einladung, dass ich dazu sprechen darf. Ich selbst bin nämlich noch gar nicht so lange in Jena. Seit 2 Jahren bin ich jetzt hier und durfte einen Lehrstuhl aufbauen. Daran angeschlossen auch eine psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder, Jugendliche und Familien. Das heißt, wir beteiligen uns hier gerade auch an der Versorgung. Und speziell für das Thema Klima bin ich hier auch mit angetreten, weil wir das in unserer Forschung auch bearbeiten. Und man muss an dieser Stelle vielleicht einleitend gar nicht so viele Worte verlieren, sondern kann erst mal sagen, es wird heiß. Sie kennen vielleicht diese Warming Stripes der Scientists for Future, in dem die Abweichung vom Klima dargestellt wird. Je röter, desto stärker ist die Abweichung. Und hier sehen wir eben auch in Thüringen wird es immer wärmer, immer heißer. Es gibt gar keine aktuelleren Zahlen als bis hier ungefähr 2015, 16er Jahre. Jedes Jahr wird ein neuer Temperaturrekord gebrochen. Und gerade hier in Jena liegen wir in so einer Talsenke, deshalb kann man hier Wein anbauen, ganz wunderbar. Aber das macht es natürlich einfach noch heißer. Und nicht umsonst hat deshalb natürlich auch die Stadt Jena mittlerweile einen Hitzeaktionsplan. Ich habe auch überlegt, ob ich Ihnen so ein paar Pressemitteilungen, tagesschau.de oder sowas mitbringe, aber die Folie wäre einfach viel zu voll geworden. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich aussuchen soll. Es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt, vor allem natürlich auch am heutigen Hitzeaktionstag. Bevor ich jetzt aber einsteige, habe ich eine Frage an Sie. Was haben denn diese beiden Bilder miteinander gemeinsam? Mitmachforum, habe ich mir gemerkt. Und hier sitzen auch Studis von mir, die wissen, bei mir wird mitgemacht. Hier kann man nicht einfach nur zuhören. Haben Sie eine Idee? Einfach reinrufen. Was macht die beiden Sachen aus? Sie dürfen auch einfach laut rufen. Das auch. Schwer lösbar, ja? Noch mehr? Hochkomplex. Noch mehr? Genau, es kommt sofort so ganz viel in Gang, ne? Auf jeden Fall. Ich werde am Ende auflösen, warum zur Hölle ich einen Zauberwürfel mitgebracht habe, was ich mir darunter eigentlich vorstelle. Es geht aber direkt weiter mit den Mitmachfragen und ich würde Sie jetzt gerne fragen, was glauben Sie denn beschäftigt Kinder und Jugendliche aktuell am meisten? Auch bitte wieder einfach reinrufen. Was beschäftigt die? Kriege. TikTok, ja. Rauchen. Mhm. Kosmetik, Aussehen, Stress, Medien, noch was? Soziale Isolation, Einsamkeit, großes Thema geworden, genau. Ich habe Ihnen hier so ein paar Daten aus dem Deutschen Schulbarometer mitgebracht, wird federführend in Leipzig durchgeführt. Und Kinder und Jugendliche haben besonders Sorgen über ihre persönliche Zukunft, den Klimawandel, Kriege, soziale Ungerechtigkeit
und Schulleistungsdruck spielen ebenfalls eine große Rolle. Was man hier sieht und wen es interessiert, Sie können hier unter diesem QR-Code auch direkt in den Bericht reinschauen. Also hier unten sind Kriege in der Welt, schulische Leistungen, das Klima wird kaputt gemacht, deine eigene Zukunft, aber auch der politische Diskurs, also dass Menschen aus anderen Ländern in Deutschland wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe ungerecht behandelt werden. Also das heißt, wir haben große Themen, die uns beschäftigen, nicht erst seit gestern, nicht erst seit vorgestern. Und das ist so ein bisschen auch das, womit ich mich mit Ihnen heute beschäftigen möchte. Ich möchte eine Bestandsaufnahme machen und das Thema Klima sogar noch ausweiten zu planetaren Grenzen, Ihnen ein paar Fakten liefern. Dann steigen wir in das Thema Krisen und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Wir gucken uns die Krisengegenwart an. Wie sieht es denn aus mit aktuellen Theorien und Befunden zu diesen Auswirkungen von globalem Stress? Und wir wagen einen Blick in die Zukunft. Also ich mache das immer so, dass bei meinen Vorträgen sinkt die Stimmung so komplett in den Keller, irgendwie in der Mitte. Und ich nehme sie aber am Ende wieder mit hoch. Das verspreche ich Ihnen schon. Also wir gucken auch dahin, was können wir denn eigentlich tatsächlich tun. Wir machen erstmal eine Bestandsaufnahme. Wie schaut es denn aus? Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal vom Konzept der planetaren Grenzen gehört. Die Klimakrise ist nämlich nur ein Problem, was wir haben unter vielen, nämlich eigentlich 9. Wir haben von diesen 9 planetaren Grenzen mittlerweile 6 überschritten. Die Klimakrise ist so medial der Star darunter, gefolgt vielleicht von der Biodiversitätskrise. Aber es gibt noch einen Haufen andere Sachen, wie zum Beispiel eben Stoffe, die in unserem Ökosystem rumfliegen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Mikroplastik ist ein Beispiel dafür. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? Ich bin doch Psychologin, Psychotherapeutin. All diese planetaren Grenzen haben direkte psychische und somatische Zusammenhänge mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das kommt aus der Lancet Commission on Adolescent Health und Lancet Planetary Health. Und was Sie hier sehen, ist einfach ein Überblick. Was passiert denn, wenn wir bestimmte planetare Grenzen überschreiten? Also zum Beispiel, wenn wir weiterhin die Umwelt verschmutzen, also die Biodiversitätskrise führt dazu, dass wir einfach eine Lebensmittelunsicherheit haben, auch eine Nahrungsmittelunsicherheit insgesamt. Zoonosen steigen an, Corona ist uns allen noch im Gedächtnis. Das Beispiel der Luftverschmutzung wird auch häufig genannt. Wir haben einen Anstieg an Atemwegserkrankungen, aber auch an so langfristigen Geschichten wie Asthma und solchen Sachen. Und schlussendlich auch hier ist erst eben vor kurzem ein Wake-up-Call, also wirklich ein Aufruf erschienen im Lancet, dass wir ganz dringend auf die Gesundheit der Jugendlichen schauen müssen. Interessanterweise ein großes Thema darin ist tatsächlich erstmal die Adipositas, also das steigende Übergewicht, was aber zum Beispiel auch viel damit zu tun hat, wie wir unsere Umwelt gestalten, also ob man sich zum Beispiel gut überhaupt zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen kann. An der Stelle eine kurze Zusammenfassung und hier bringe ich es nochmal hin auf den Klimawandel, der sehr unterschiedlich denominiert wird, von Klimawandel, Klimakrise bis Klimakatastrophe. Über die Begrifflichkeiten kann man sich streiten, über die Physik dahinter nicht. Und was ich auf jeden Fall hier hervorheben kann, die Weltgesundheitsorganisation sagt ganz klar, der Klimawandel hat das Potenzial, wirklich Dekaden von Fortschritt in der globalen Gesundheit wieder zu unterminieren. Da schließt sich auch das Bundesministerium für Gesundheit an, die daraufhin fordern, wir brauchen einen sogenannten Health in All Policies Ansatz. Das heißt, das Thema Gesundheit muss nicht nur im Gesundheitsministerium, sondern auch im Verkehrsministerium, im Wirtschaftsministerium ganz oben auf der Agenda stehen. Und schlussendlich, UNICEF als Kinderorganisation sagt, dass wirklich eigentlich schon jedes Kind auf dieser Welt vom Klimawandel betroffen ist. Und damit ist die Klimakrise eine Kinderrechtskrise, weil Kindern damit die Möglichkeit genommen wird, gesund aufzuwachsen. Und damit gucken wir ein wenig genauer auf die Kinder und Jugendlichen. Warum trifft es denn eben junge Menschen besonders hart? Und da möchte ich Sie erstmal mit in generelle Grundlagen zu psychischer Gesundheit mitnehmen. Was ist denn überhaupt eine psychische Erkrankung? Die zeigt sich in der Regel auf mehreren Ebenen, zum Beispiel körperlich. Sie alle kennen vielleicht die zittrigen Knie. Ich könnte jetzt hier vorne stehen und ich habe vielleicht so schwitzige Hände. Da gehören Gedanken dazu, zum Beispiel der Gedanke, alles wird schief gehen und auch irgendeine Verhaltensreaktion. Zum Beispiel, wenn ich vor was Angst habe, nehme ich die Beine in die Hand und fliehe. Das alles reicht natürlich noch nicht aus, um eine psychische Erkrankung zu sein. Wir alle kennen diese Gefühle und dieses Erleben. Eine psychische Erkrankung ist eine krankheitswertige Veränderung des Erlebens und Verhaltens. Das heißt, das Ganze wird so stark, dass die Betroffenen oder das Umfeld unter dieser Symptomatik leiden und eine Beeinträchtigung erleben. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen, ich habe keinen Spaß mehr mit meinen FreundInnen, ich kann vielleicht nicht den Lebensweg einschlagen, den ich gerne möchte. Die große Frage dahinter ist natürlich dann auch immer, wie entstehen psychische Erkrankungen? Fallen die einfach vom Himmel? Nein.
Und hier will ich Ihnen ein Modell mitbringen, das ist das Vulnerabilitäts-Stress-Modell, was wir aber uns auch einfach vorstellen können als unser Stressfass. Wir alle haben so unser persönliches Stressfass. Bei manchen hat es ein bisschen mehr Fassungsvermögen, bei den anderen ein bisschen weniger. Das liegt halt einfach daran, womit wir auf die Welt gekommen sind, was wir vielleicht schon erlebt haben. Also biologische Faktoren, psychische Faktoren, auch soziale Faktoren wie Erziehung. Und oben in dieses Stressfass fließt nun alles Mögliche rein. So ein doofes Coronavirus zum Beispiel, keine Schule zu haben. Aber auch Hitze und Dürre, Krieg, Sorge um Oma und Opa, finanzielle Sorgen, auch die haben Kinder schon ganz oft, Sorgen um das Weltgeschehen und noch 1000 andere Sachen. Und bei jedem kann dieses Stressfass früher oder später überlaufen. Das heißt, es ist keine Frage von der persönlichen Schwäche oder einer einzigen Sache, die damit reinspielt. Es ist immer multifaktoriell, das heißt, viele Sachen führen dazu. Und es ist ein Zusammenhang aus dem, was wir mitbringen und dem, was wir erleben. Also wie viel Stress in unser Fass so reinläuft. Jetzt wäre es natürlich ganz prima, wenn da oben einfach jemand mal den Hahn zudreht. Dafür bin ich nicht die geeignete Person, das wäre dann eher so auf einer Regierungsebene, bis hin zur UNO eher. Das heißt, wir müssen uns jetzt eher überlegen, was machen wir damit, dass eben bei immer mehr Menschen das Stressfass überläuft. Die Frage ist natürlich auch, wie häufig sind denn psychische Erkrankungen? Von Kindern und Jugendlichen sind 20-25% von einer psychischen Erkrankung betroffen. Vor Corona eher unter 20, mittlerweile haben wir ein paar mehr. Das müssen Sie sich so vorstellen, das sind richtig, richtig viele. Wenn Sie eine Klasse haben mit eben 30 Kindern, sind da wirklich 6 zum Beispiel, die wirklich eine psychische Erkrankung haben. Was sind die häufigsten Störungsbilder? Ganz oben an vorderster Front sind die Angststörungen, dann die depressiven Erkrankungen, Störungen des Sozialverhaltens, also aggressives Verhaltens und Aufmerksamkeitsstörungen, die medial oft mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber tatsächlich gar nicht so häufig sind wie der Rest davon. Das heißt, das sind so unsere häufigsten Störungsbilder. Es gibt natürlich noch einen Haufen mehr. Und jetzt ist die Frage, die auch in dem Medial immer wieder gestellt wird und letztes Jahr eigentlich nochmal auch wieder von einem großen Lancet-Report, ich scheine hier Werbung für Lancet zu machen, das ist einfach ein sehr wichtiges wissenschaftliches Journal, dort ist es aufgegriffen worden. Ich will es gar nicht im Detail durchgehen. Sie sehen bei allen farbigen Balken, dass die ansteigen. In allen Studien steigt in den letzten 20 Jahren die Prävalenz psychischer Erkrankungen an. Das heißt, es sind tatsächlich mehr Kinder und Jugendliche, die in den letzten 20 Jahren von psychischen Erkrankungen berichten. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen erstmal, es war vor Social Media, dass das Ganze angefangen hat. Es war auch vor den ganzen großen Krisen. Und auch das ist vermutlich multifaktoriell bedingt. Und ein gewisser Teil wird auch sein, dass wir mehr darüber sprechen, offener darüber sprechen. Also grundsätzlich auch was Gutes. Aber wir haben hier einfach ein großes Problem. Psychische Erkrankungen sind die größte Krankheitslast im Kindes- und Jugendalter. Damit kann man das auch vielleicht nochmal runterbrechen. Warum ist das so schlimm? Psychische Erkrankungen beginnen in der Regel in der Kindheit und Jugend. 75% beginnen vor dem 24. Lebensjahr, 50% vor dem 14. Lebensjahr. An alle hier, die über 24 sind, noch nie unter einer psychischen Erkrankung gelitten haben, herzlichen Glückwunsch, das Risiko ist nicht mehr ganz so hoch. Es bedeutet aber im Gegenteil auch, dass unsere Kinder und Jugendlichen in einer Hochrisikophase leben. Und das bringt nicht nur ein Risiko für die Kinder mit, sondern eben auch für ihre ganze Laufbahn, die akademische Leistung, Behandlungskosten, Arbeitsausfall. Und das macht schlussendlich das Ganze auch zu einem gesellschaftlichen Problem. Denn aus psychisch kranken, unbehandelten Kindern werden oft psychisch kranke Erwachsene, die wiederum einen Risikofaktor darstellen für die eigenen Kinder. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das ist für jede einzelne Familie, für jede einzelne Person besonders schlimm, aber das ist ein Riesenkostenfaktor. Es gab im Jahr 2016 eine Projektion für das Jahr 2030, dass uns psychische Erkrankungen weltweit 6,1 Billionen $, kosten. Also nicht Milliarden, sondern das eins drüber. Ich weiß nicht, ob Sie sich so eine Zahl vorstellen können. Ich kann es echt schwer, vor allem auch nicht auf einem Konto. Das ist richtig viel Geld. Und da war, wie gesagt, Corona noch nicht eingepreist, noch keine großen globalen Krisen. Gleichzeitig trifft das auf ein Versorgungsangebot, was nicht ausreichend ist. Um das nochmal so auch in ein Verhältnis zu setzen, wir alle kennen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass die vermutlich eben eine wichtige Sache sind. Die sind hier etwas weiter unten. Hier, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das hier sind die psychischen und Verhaltenserkrankungen. Die kosten uns genauso viel wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man das dann aufteilt, und das ist das, weshalb das die meisten nicht sofort im Blick haben, die direkten Behandlungskosten sind gar nicht das Problem. Die ist relativ günstig. Also wir als Psychotherapeutinnen sind gar nicht so teuer. Nein, das Problem ist tatsächlich die Frühberentung
und vor allem die hohe Arbeitslosigkeit. Und wenn Sie sich erinnern, psychische Erkrankungen beginnen früh, chronifizieren sich. Das heißt, da haben wir einfach Menschen, die nie in das Sozialsystem einzahlen. Das ist vielleicht eine etwas kalte wirtschaftliche Einschätzung, aber es ist natürlich etwas, was wir im Gesundheitssystem mitdenken müssen. Das heißt, die Prävention und die Behandlung von psychischen Erkrankungen ist nichts, was wir einfach mal Nettes tun für einzelne Betroffene, sondern das ist ein riesen Wirtschaftsfaktor, ein Gesellschaftsfaktor. Ich fasse damit nochmal zusammen. Besonders betroffen sind eben jetzt erstmal an dieser Stelle junge Menschen, die vor allem physische, aber auch psychische Folgen berichten, vor allem mit hohen Kosten individuell, für Familien und die Gesellschaft. Und all das trifft auf ein bereits jetzt überbeanspruchtes Versorgungssystem. Und an dieser Stelle können Sie ja mal kurz in sich gehen, was junge Menschen in ihrer Umgebung berichten. Die Frage müssen wir jetzt an der Stelle gar nicht beantworten, aber ich will sie Ihnen so ein bisschen mitgeben, weil ich habe eben von recht hohen Prävalenzzahlen gesprochen. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Sie alle auch betroffene Kinder und Jugendliche, vielleicht auch Erwachsene kennen. Damit will ich so ein bisschen dazu kommen, zu erklären, warum stecken wir in dieser Problemlage. Und da lohnt es sich erstmal drauf zu schauen, was ist eigentlich eine Krise, weil wir einfach momentan ja von multiplen Krisen betroffen sind. Und man kann das ganz schön runterbrechen, wie Krisen eigentlich zusammenhängen, wenn man sich zum Beispiel die Covid-19-Pandemie anschaut. Wir haben hier eine Biodiversitätskrise gehabt, wir sind in einen Lebensraum eingedrungen, wo wir nichts zu suchen hatten. Das Virus ist von Fledermäusen auf uns übergesprungen. Daraufhin hat das Ganze zu einer Gesundheitskrise geführt. Es hat auch eine Wirtschaftskrise mit sich gebracht. Genauso wie der Angriffskrieg auf die Ukraine eine Energiekrise mit sich gebracht hat. Das heißt, diese globalen Krisen sind alle miteinander vernetzt. Jemand hat es vorhin auch schon gesagt, wenn man an einer Stelle dreht, ändert sich alles andere auch. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir normalerweise in so einer Krise? Und da können Sie sich jetzt vorstellen, hier in Jena ist Wald drumherum, ist nett, man kann auch in den Thüringer Wald fahren, kann man gut zelten. Jetzt die Frage, was Sie da machen, wenn Sie da zelten und es steht ein ausgewachsenes Wildschwein vor Ihnen. Vielleicht eben, da hängt eine Thüringer Bratwurst dran, die ist verteidigungswürdig. Vielleicht denken Sie sich, ich muss diese Bratwurst jetzt verteidigen. Ich habe die Ressourcen dafür, dass ich mich da einsetzen kann. Vielleicht nehmen Sie aber auch die Beine in die Hand und sagen, das ist mir alles nicht wert. Oder Sie frieren komplett ein. Also Fight, Flight, Freeze sind so unsere 3 Reaktionsmuster. Das alles hilft relativ wenig, wenn so ein Virus vor uns steht oder eine globale Klimakrise. Das alles erklärt aber vielleicht so ein bisschen, wenn Sie nochmal sich zurückerinnern, Toilettenpapier hamstern, Nudeln hamstern, irgendwas tun, weil halt dieses Modell dahinter steckt. Wir sind nicht erstmal prinzipiell darauf ausgelegt, mit globalen Krisen gut umgehen zu können. Sondern was passiert da eigentlich? Wenn wir so uns eine normale Stressreaktion im Körper angucken, wenn wir zum Beispiel irgendeinen psychosozialen Stress haben, stellen Sie sich mal vor, Sie halten einen Vortrag vor so einem großen Publikum, der auch noch aufgenommen wird. Dann nehmen Sie vielleicht das Ganze erstmal wahr, okay, hier sind viele Menschen, dann kommt so eine kognitive Bewertung via präfrontalem Kortex, oh, jetzt muss ich hier aber Leistung liefern, eine emotionale Reaktion via limbischem System, also eine Aktivierung auch des Körpers, also die Bedrohung wird wahrgenommen, auch die HPA-Achse, das Cortisol wird ausgeschüttet, da wird eine richtige Aktivierung stattfinden. Und das alles kann dann dazu führen, dass man entweder adaptiv damit umgeht, also zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt hier das Beste draus, oder nee, ich verabschiede mich jetzt mal und gehe wieder. Also das ist sind unsere Reaktionsmuster im Stress. Und man kann es aber auch bei einer globalen Krise versuchen, ein bisschen runterzubrechen, was dann eigentlich passiert, zum Beispiel bei einem Hitzetag im Sommer. Hier wäre zum Beispiel dann das, was wir erstmal wahrnehmen, wir schwitzen. Ein Gedanke könnte sein, oh, jetzt ist mir viel zu heiß. Man wird vielleicht auch gereizter, typisches Phänomen. Da kommt dann vielleicht so die Bewertung raus, heute ist mir alles viel zu viel, auch da so eine Aktivierung des Körpers. Und entweder adaptiv, ich gehe lieber in gekühlte Räume, oder eher maladaptiv, ich versuche durchzuhalten. Das heißt, wir können das natürlich dann schon von der individuellen Reaktion wieder runterbrechen, was global passiert. Bei all diesen Faktoren spielen immer psychische Faktoren eine Rolle, also zum Beispiel eine Bewertung, biologische Faktoren von unserem Stresssystem, aber auch soziale Faktoren. Wie machen denn das die anderen um mich herum? Ich halte vielleicht auch in der Hitze eher durch, wenn andere um mich herum auch sagen, hey, durchhalten ist die Devise. Das ist jetzt so eine individuelle Erklärung. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie wird so eine globale Krise eigentlich zu einer individuellen Krise? Und hier gibt es einige schlaue Menschen, die sich schon Gedanken dazu gemacht haben und Theorien aufgestellt haben. Zum einen haben wir natürlich direkte Folgen durch den Klimawandel, wie ein Anstieg an Naturkatastrophen. Wir haben uns schon auch daran gewöhnt, jedes Jahr brennen auch in Deutschland die Wälder. Wir haben schleichende Änderungen wie Hitze. Es wird immer heißer, jedes Jahr wird es heißer.
Wir haben aber auch indirekte Folgen wie eine Zerstörung von Wohnraum, Ackerflächen, Infrastruktur und Gesellschaft. Hier muss man zum Beispiel nur ins Ahrtal gucken. Das ist jetzt wirklich mittlerweile länger her. Das ist immer noch nicht wieder alles aufgebaut. Die Straßen stehen noch nicht alle wieder, Bahnschienen und so weiter. Und schließlich kommt auch als ein indirekter Faktor eine Wahrnehmung von Bedrohung und Belastung mit dazu, wenn man sich damit auseinandersetzt. Man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, das sind erstmal nur Theorien, weniger Daten, weil das wahnsinnig schwer zu erforschen ist, weil es so große, globale, vernetzte Zusammenhänge sind. Wir haben aber viele Befunde, die in diese Richtung deuten. Und ich gebe Ihnen ein paar davon mit, dass wir da mal reingucken. Die direkten Folgen, und da nehme ich immer gerne ein paar Bilder mit, weil die Klimakrise ist längst in Deutschland angekommen. Wie gesagt, hier brennt es jedes Jahr. Also man kann dann irgendein Bild auch nehmen, das ist aus Brandenburg. Der Rhein war 22 fast ausgetrocknet, im Jahr davor eben das Ahrtal, das überflutet war. Wir haben aber auch hier wieder diese Zusammenspiele aus verschiedenen Krisen, wie zum Beispiel im Harz, der einmal unter einer zunehmenden Trockenheit leidet, und dazu kommt noch eine Monokultur dazu. Da kommen dann halt die Borkenkäfer, die sich besonders wohlfühlen. Verzeihen Sie mir diesen Exkurs, ich bin Landwirtstochter. Mein Vater hat Wald und leidet sehr darunter, dass seine Fichten nicht mehr stehen. Das heißt, ich leide da auch direkt mit ihm mit, wenn ich mir solche Bilder angucke. Und aber auch im letzten Jahr ein großes Thema war in Österreich, also halb Österreich stand unter Wasser, es ging gar nichts mehr. Jetzt natürlich die Frage, das eine ist die Naturkatastrophe selbst, aber was macht das mit der psychischen Gesundheit? Und hier haben wir immer mehr Studien, die eindeutig auch zeigen, wir haben damit einen Anstieg der psychischen Belastung und auch von psychischen Störungen. Hier ist das sogenannte Odds Ratio genannt. Das bedeutet, Menschen, die einer Naturkatastrophe ausgesetzt sind, haben ein fast zweifach erhöhtes Risiko, unter einer psychischen Erkrankung zu leiden. Das ist eine extrem konservative Studie. Es gibt noch andere, die das wesentlich stärker annehmen. Das heißt, Naturkatastrophen führen dazu, dass wir immer mehr Menschen haben, die eine psychotherapeutische Betreuung brauchen. Das ist eine direkte Folge. Eine indirekte Folge ist das Thema Flucht und Migration. Auch das beschäftigt uns ja eher auf anderen Ebenen politisch. Momentan sind 122,6 Millionen weltweit auf der Flucht. Auch das eine extrem hohe Zahl. Davon sind tatsächlich die meisten sogenannte Binnengeflüchtete. Das heißt, die meisten gehen gar nicht in ein anderes Land, sondern sie verlassen ihr Land oder eine Stelle in ihrem Land, um zu einem anderen Ort zu kommen im selben Land. Was Sie hier sehen auf dieser Grafik, die so ein bisschen erschlagend ist vor allem, dass es gibt die blauen Bereiche und die orangenen Bereiche. Blau sind alle Menschen, die auf der Flucht sind wegen Naturkatastrophen. Orange, die auf der Flucht sind wegen Kriegen und bewaffneten Konflikten. Das heißt, der wesentlich größere Anteil ist auf der Flucht wegen Naturkatastrophen, weil eben ihre Heimat nicht mehr bewohnbar ist. Sei es wegen Hitze, sei es wegen Flucht und so weiter. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, dass hier auch sowas wie Erdbeben reinzählen, die natürlich nicht eindeutig klimawandelbedingt sind. Aber wir haben einfach viele Menschen, die nicht mehr an ihrem Zuhause sein können, weil es einfach nicht mehr bewohnbar ist. Und Spoiler Alert, das wird nicht besser. Das ist eine Projektion für das Jahr 2100. Die dunkelroten Flächen sind die Orte auf der Welt, die an über 350 Tagen im Jahr tödliche Temperaturen haben. Wir wissen aus Dubai, man kann auch aus einer Wüste Orte machen, an denen man leben kann, aber nicht mehr an denen. Also das heißt, da kann man einfach nicht mehr rausgehen, da kommt man nicht mehr vor die Tür. Sie sehen da auch relativ dicht besiedelte Regionen, Indonesien, Indien und so weiter. Die Menschen können dort nicht bleiben, sie können dort nicht mehr leben. Das heißt, das Thema Flucht wird uns weiter begleiten. Es gibt keine seriösen Zahlen, um zu sagen, wie viele Menschen flüchten werden. Es gibt nur die seriöse Annahme, dass einfach viele Regionen auf der Welt nicht mehr bewohnbar sein werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wer ist davon leider wie immer am meisten betroffen? Das sind junge Menschen. Und hier bin ich den KollegInnen sehr dankbar, die Geburtskohorten verglichen haben. Wenn man so möchte, Enkel und Großeltern. Also 1960 versus 2020. Und was die sich angeschaut haben, ist in unterschiedlichen Klimazielen. Also was sagen wir aktuell, was wäre das 2-Grad-Ziel, das 1,5-Grad-Ziel, was wir schon ad acta legen mussten. Und was Sie dort drüben sehen als ein Beispiel von vielen verschiedenen, Kinder, die 2020 geboren wurden, haben ein bis zu 7-fach erhöhtes Risiko, Hitzewellen mitzuerleben. Das heißt, das Leben wird einfach wahnsinnig viel stressiger. Und eine Hitzewelle ist nicht einmal ein Tag über 30 Grad, es sind mehrere Tage über 30 Grad, tropische Nächte, in denen es keine Abkühlung gibt. All das wissen Kinder und Jugendliche natürlich auch schon.
Und das sieht man dann in Studien, wenn man sie befragt. Wie geht es dir denn mit dem Thema Klimawandel? Auch das wieder eine große Studie, 10.000 Jugendliche und junge Erwachsene, die befragt wurden weltweit. Das Interessante ist der oberste Balken. Und zwar sehen Sie hier, 75% sind moderat bis extrem besorgt bezüglich der Klimakrise. Was ich als Psychotherapeutin besonders schlimm finde, ist, dass fast die Hälfte dadurch auch eine Beeinträchtigung erlebt. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, das ist eines der entscheidenden Kriterien für eine psychische Erkrankung. Das heißt, wirklich viele Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene erleben die Klimakrise auch schon als extrem bedrohlich. Ähnliche Zahlen findet man durchaus auch in Deutschland. Also wenn Sie eben an die Zukunft mit dem Klima denken, das sind hier auch 72%, die pessimistisch bis sehr pessimistisch sind. Interessanterweise, und das findet sich immer wieder in den Daten, ich finde das total spannend, 70%, ungefähr 70%, über 70% sagen auch an die eigene Zukunft schätzen sie relativ positiv ein. Darüber wird wahnsinnig viel diskutiert, wir haben keine Erklärung, aber das ist natürlich auf der anderen Seite irgendwie auch beruhigend. Es ist so ein typischer menschlicher Bias auch, den man hat, dass man sich denkt, die Welt geht unter, aber mir geht's gut. So wie auch alle anderen schlechtere Autofahrer sind als man selbst. Das heißt, dass oft auch das eigene Risiko falsch eingeschätzt wird. Aber grundsätzlich für die psychische Gesundheit erstmal gut. Was weniger gut ist, sind die Zitate aus einer Studie vom Umweltbundesamt. Hier von einer 17-Jährigen. Ich habe Angst, dass wir irgendwann im Schatten 45 Grad haben und all die Natur und die Lebewesen, die wir kennen, aussterben werden und wir alle langsam sterben werden aufgrund von Nahrungsmittelmangel. Ergänzt von einer 16-Jährigen. Hilflosigkeit und Wut, weil ich mir selber Mühe gebe, das Klima zu schützen, jedoch so oft Leute sehe, die sich in keinster Weise darum kümmern und nicht an den Wandel glauben. Das löst Angst und extreme Wut aus. Man muss an der Stelle natürlich sagen, es kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie man fragt und wann man fragt. Aktuell ist das Thema Krieg wesentlich weiter oben auf der Agenda, aber trotzdem ist das Thema Klima eines, das junge Menschen schon sehr lange und sehr intensiv begleitet. Ein anderer Punkt, den man oft hört, ist, ja, Klima, globale Sachen, das ist natürlich was Kinder und Jugendliche beschäftigt, aber das eigentlich Relevante ist doch eben, Sie haben es vorhin gesagt, Kosmetik, der eigene Körper, also so eher so das eigene, Leistung in der Schule. Und hier bin ich KollegInnen aus dem Saarland sehr dankbar. Die haben 4.000 SchülerInnen befragt, der 7. und 9. Klasse. Ich glaube, es waren einfach alle aus dem Saarland. Das Saarland ist nicht so groß. Haben wir in Thüringen gut reden, ne? Jedenfalls, was die gemacht haben, ist, und sie führen weitere Befragungen durch, ich bin sehr gespannt auf die weiteren Ergebnisse, sie konnten zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Pandemie und Klimastress mit depressiven und Angstsymptomen, einen Zusammenhang mit Ukraine-Kriegsstress mit Angstsymptomen. Also das heißt, all das, die globalen Krisen hängen mit einer psychischen Belastung zusammen. Was sie aber auch gemacht haben, sie haben das Ganze statistisch kontrolliert für individuelle Stressfaktoren, wie zum Beispiel Streit mit der Familie, mit den FreundInnen, Stress in der Schule. Dieser Zusammenhang bleibt bestehen, auch wenn wir für die individuellen Faktoren kontrollieren. Das heißt, die globalen Krisen, unabhängig von der eigenen Situation, wirken belastend. Was sie auch gemacht haben, ist, dass sie Schutzfaktoren angeschaut haben. Also was hilft uns denn vielleicht, dass wir besser damit umgehen können? Das eine ist Selbstwirksamkeit, also der persönliche Glaube daran, dass man neue Situationen, Schwierigkeiten, Herausforderungen bewältigen kann. Und die sogenannte expressive Flexibilität, also eine Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen, Emotionen auszudrücken und auch regulieren zu können. Haben wir gesagt, okay, das ist super, wir bauen darauf auf, wir wollen uns eher damit beschäftigen, wie kann man denn mit dem, was da draußen passiert, umgehen und haben eine erste Studie dazu durchgeführt. Ich muss dazu sagen, ich arbeite einfach hauptsächlich experimentell, also viel im Labor, einfach auch um besser Mechanismen zu verstehen, wie wird denn diese globale Krise zu einer individuellen und was können wir dagegen tun. Was wir uns hier angeschaut haben, ist der Zusammenhang zwischen Klimagefühlen, weil es ist nicht nur die Angst, sondern vielleicht auch Wut und Trauer, einem sogenannten Gefühl von Agency, das ist die Selbstwirksamkeit. Ich krempel mir die Arme hoch und ich schaffe das. Und welche Auswirkungen hat das dann auf die Bewältigung? Also, dass ich zum Beispiel eher die Emotionen wegdrücke, das wäre die emotionsfokussierte Bewältigung, das Problem angehe, ich baue mir eine Solaranlage aufs Dach, oder sinnfokussiert, ich schließe mich mit anderen zusammen, ich gehe an einem schönen Mittwochnachmittag um 17 Uhr zu einem Vortrag und höre mir was zum Thema Klima an und lasse mir die Stimmung vermiesen. Und das haben wir uns angeschaut, diesen Zusammenhang. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben das Gefühl von Agency manipuliert. Das heißt, verschiedene Instruktionen gegeben. Das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Video vom Klimawandel gezeigt. Das war ein simples Quarks-Video, 3,5 Minuten, was passiert, wenn die Welt 1 Grad wärmer wird, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad.
Und dann haben wir ihnen eine Instruktion gegeben, entweder mit einer hohen Agency, auch du kannst was tun, verbind dich mit anderen, stell deine Ernährung um, achte auf dies, achte auf das. Das, was einem auch in den Medien durchaus präsentiert wird. Eine niedrige Agency, auch etwas, was in den Medien durchaus rüberkommt, du allein kannst eh nichts tun, Deutschland allein ist sowieso nicht relevant für den ganzen Klimawandel und so weiter und so fort. Oder auch gar keine Instruktionen. All das haben wir uns angeguckt und ich spare Ihnen jetzt einfach die statistischen Analysen, sondern habe es einfach zusammengefasst. Was wir hier zeigen konnten, ist, dass diese hohe Agency, aber auch die Kontrollbedingungen, also wenn wir nichts instruiert haben, hat dazu geführt, dass die Angst abgenommen hat, die wir vorher haben ansteigen lassen, und es wurde zu einer funktionaleren Bewältigung, also dass sie halt eher problemfokussiert und sinnfokussiert angefangen haben, über die Probleme nachzudenken. Das ist eine relativ simple Studie insofern, dass das natürlich nur eine ganz kleine Instruktion war. Und deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dass wir schon Effekte sehen konnten. Man muss das natürlich für Menschen, die psychisch belastet sind, nochmal ganz anders ausrollen. Ich fasse auch an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Wir sehen bereits jetzt die psychosozialen Folgen der Klimakrise. Die steigen vermutlich auch weiter an. Die können eine direkte Folge zum Beispiel nach einer Naturkatastrophe sein oder auch indirekt bedingt. Ganz zentral für den Umgang damit ist Selbstwirksamkeit bzw. Agency. So, damit, wie gesagt, haben wir die Stimmung im Keller. Ich hole sie wieder hoch. Nach noch einem kurzen Downer. Wir gucken einmal in das Jahr 2030. Ich mache hier Erwartungsmanagement mit Ihnen. Einmal ganz kurz. Wir laufen natürlich schon in das Risiko von einem massiven Anstieg von psychischen Erkrankungen. Potenziell auch Suiziden. Suizid ist die zweithäufigste Todesursache im Jugendalter. Wir laufen in die Gefahr, dass das Gesundheitssystem noch weiter überlastet wird. Es ist jetzt schon überlastet. Wir haben unsere Türen letztes Jahr im Sommer aufgemacht. Wir waren sofort voll in unserer Ambulanz. Wir begegnen jetzt schon ganz viel Frustration, weil wir nicht mehr Therapieplätze anbieten können. Damit hat man irgendwann vielleicht auch keine Regelversorgung mehr, sondern nur noch Krisenversorgung. Fragen Sie die Kinder- und Jugendpsychiatrien, da kommt man nicht mehr rein, wenn man nicht akut suizidal ist. Ein anderer Punkt sind sozioemotionale Entwicklungsdefizite bei Kindern, wenn einfach die Versorgung zum Beispiel auch innerhalb des Schul- und Bildungssystems nicht gut ist. Aber, und ich bin Berufsoptimistin, ich sehe hier durchaus auch die Möglichkeit für einen Wendepunkt der gesellschaftlichen Entwicklung. Das hatten wir kurz in Corona, da haben wir plötzlich angefangen, über Gesundheit zu sprechen. Und dass Gesundheit ein hohes Gut ist und vielleicht auch ein bisschen mehr wert als nur Geld. Wir haben auch über psychische Gesundheit angefangen, mehr zu sprechen. Eine Reform des Bildungssystems halte ich ja für lange notwendig, wo zum Beispiel über mehr nachgedacht wird als nur Leistung. Ein Ausbau des Gesundheitssystems mit viel mehr niedrigschwelligen Angeboten oder auch Resilienzförderung. Was meine ich jetzt damit? Ich meine, wir müssen zusammen ein Resilienzhaus bauen. Resilienz ist so ein bisschen ein Unwort geworden. Wir müssen einfach nur alle resilient werden. Ich zeige Ihnen, was ich unter Resilienz verstehe. Wenn Sie sich das vorstellen, so wie als Dach, Resilienz und die psychische Gesundheit ist das Dach, was wir tragen wollen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, du alleine musst resilient werden. Dann steht aber unser Haus oder unser Dach nur auf einer Säule. Es kommt ein Windstoß, das Ding fällt um. Wir brauchen mehr Systeme, die resilient sind. Wir brauchen zum Beispiel die direkten sozialen Faktoren wie die Schule. Wir brauchen aber auch uns als Gesellschaft, die resilient sind. Und nur wenn wir in alle Säulen reingucken, haben wir ein echtes resilientes System. Dazu gehört auch, dass wir über unseren Planeten nachdenken. Und ich komme mir da immer so ein bisschen esoterisch vor, wenn ich darüber spreche, aber es ist nun mal leider einfach so, gibt genügend Befunde. Psychische Gesundheit hängt einmal zusammen mit der körperlichen Gesundheit, aber damit auch mit der Gesundheit des Ökosystems um uns herum. Und ich habe es eben schon festgemacht, das ist eine teure Angelegenheit, das liegt im Interesse der Gesellschaft. Deshalb will ich einen kurzen Ausblick geben, was können wir denn eventuell dadurch gewinnen, dass wir zum Beispiel in Klimaschutz investieren. Und da gibt es mittlerweile neue interessante Forschung. Müssen wir erstmal definieren, was ist eigentlich Klimaschutz? Das ist sowas wie Grünflächen, soziale Sicherheit, Urbanisierung und eine hohe Bevölkerungsdichte eher weniger, auch eine Luftverschmutzung. Und da gibt es erste Studien, die ganz interessante Daten zeigen, die uns zumindest so eine Richtung weisen können. Und zwar haben KollegInnen in Mannheim, das ist Mannheim, die haben Mannheim untersucht. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Mannheim waren. Das Interessante ist, es ist immer so schöne kleine Quadrate aufgeteilt. Das ist in dem roten Gebiet, das ist der Bereich mit der höchsten Inzidenz psychischer Erkrankungen, also die höchste Neuerkrankungsrate psychischer Erkrankungen. Wenn man daneben legt, wo sind die Grünflächen in Mannheim, ist das schon relativ eindrücklich. Die Grünflächen sind logischerweise eher weiter draußen. Das sagt aber erstmal noch nichts. Das ist ein rein korrelativer Zusammenhang. Was die KollegInnen aber gemacht haben, ist, sie haben die Menschen in Grünflächen geschickt und haben dabei deren Stimmung weiter erhoben über mehrere Tage hinweg.
Und dann haben sie zeigen können, dass Menschen, die wirklich mehr von dem Aufenthalt an Grünflächen profitieren, sind die aus diesem kleinen Gebiet, also die psychisch belastet sind und wenig Grünflächen sonst vor Ort haben. Man muss natürlich dazu sagen, all das hängt vor allem auch mit sozioökonomischen Faktoren zusammen, weil wer kann sich ein Haus im Grünen leisten? Nicht die Familie, die sowieso schon finanziell struggelt. Das heißt, es ist auch nur ein Teil der Daten, aber es ist schon ganz interessant, einfach zu zeigen, was man vielleicht mit Grünflächen tun kann. Und gerade im psychiatrischen Bereich oder im Krankenhausbereich wird es auch immer mehr aufgegriffen. Wir müssen vielleicht ein bisschen in grüne Umgebung von unseren Krankenhäusern investieren. Ich ordne die Studienlage an der Stelle noch mal ein bisschen ein. Die ist so mäh. Also wir sind dann noch am Anfang. Ich arbeite gerade mit KollegInnen dran, dass wir eine große Übersichtsarbeit machen. Was wissen wir denn bislang zu Klimaschutz und psychischer Gesundheit? Man kann so grob sagen, es gibt vermutlich einen Zusammenhang zwischen Grünflächen und Depression. Also je mehr Grün, desto weniger Depression. Gleichzeitig hat das aber nicht unbedingt auch, hält das nicht immer stand, wenn man sich ländliche versus städtische Gebiete anschaut. Es gibt aber, gerade wenn wir eine hohe Urbanisierung haben, also ganz große Dichte an Menschen, sehen wir dort verstärkt Effekte von Depressionen. Aber wie gesagt, die Sozioökonomie im Hinterkopf behalten. Und es gibt einen positiven Einfluss der Stimmung oder einen positiven Effekt durch Zeit in der Natur auf die Stimmung. Man muss aber hier an der Stelle eben einschränkend sagen, das hängt zusammen mit vielen anderen sozioökonomischen Faktoren und wir haben keine Daten zu Kindern. Wir haben immer zu wenig Daten zu Kindern, deshalb gibt es jetzt Menschen wie uns, die das mehr machen. Aber das heißt, dass wir einfach an der Stelle immer auch vorsichtig sein müssen, was extrapolieren wir von Erwachsenen. Trotzdem können wir natürlich schon was tun, was wir ableiten können, was wir aus anderen Bereichen wissen. Und da gilt erstmal für Erwachsene, wenn es um große Krisen geht, und da zählen auch andere Krisen mit dazu, Raum für Sorgen und Gefühle in Bezug auf globale Krisen zu schaffen. Damit auch die Gefühle zu bestätigen. Das ist okay, wenn Kinder Angst haben. Es ist okay, wenn Kinder wütend sind. Es gehört auch dazu, neben negativen auch positive Informationen zu vermitteln. Weil natürlich, man kann immer in das gucken, was alles schlechter wird. Grundsätzlich haben wir aber eigentlich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte der Gesundheit über die letzten 50 Jahre zu verzeichnen weltweit, auf so einer globalen Ebene. Da müssen wir doch dranbleiben, da müssen wir weiter rein investieren. Dazu gehört auch, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, aktiv zu werden, sich einzubringen. Da sind wir beim Thema Selbstwirksamkeit. Aber vor allem müssen natürlich Erwachsene aktiv werden, weil wir sind diejenigen, die die Verantwortung tragen. Das ist nicht allein der Jugend zu überlassen. Als Gesellschaft gehört dazu, und da habe ich ja hier die Kollegin dann direkt auch mit dabei, wir brauchen eine niedrigschwellige psychische Gesundheitsversorgung. Psychotherapie ist extrem hochschwellig. Bis man zu uns kommt, dauert's. Und dann haben wir keinen Platz. Wir brauchen psychotherapeutische Betreuung zum Beispiel an Schulen. Da gehört auch eine Überwachung der öffentlichen Gesundheit mit dazu, besser mitzukriegen, bei wem brennt es denn gerade. Das wird mehr gemacht, auch vom RKI, die haben das Thema psychische Gesundheit mehr in den Fokus genommen. Im Kinder-Jugendbereich ist es noch so, ich bin da mal angesprochen worden, aber dann ist es sofort wieder versandet. Es ist einfach viel schwieriger, das bei Kindern und Jugendlichen zu erheben. Umweltschutz, Klimaschutz habe ich auch schon genannt. Und was auch dazu gehört, und wir versuchen das hier bei mir in der Abteilung, ist das Thema Partizipation. Also Kinder und Jugendliche teilhaben zu lassen, ernst zu nehmen, denen zuzuhören. Weil das alles die Selbstwirksamkeit steigert und dann wird auch gleichzeitig die Forschung und die Versorgung noch besser, weil die einem sagen können, wo es wirklich drückt. Ich wollte zum Beispiel, ich habe ein großes Forschungsprojekt beantragt, ist leider nichts geworden, zum Thema Klima, und die haben mir gesagt, Julia, du musst da unbedingt noch soziale Medien mit reinnehmen. Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Ahnung von sozialen Medien, was will ich da reinnehmen? Habe das aber natürlich noch mit aufgenommen, weil die das gesagt haben, weil wo erfahren Jugendliche über globale Krisen? In sozialen Medien. Also das heißt, damit sind wir natürlich viel alltagsnäher unterwegs. Wenn Sie das tun, was Sie hoffentlich dann alle spätestens ab heute und sonst vielleicht sowieso schon tun, dabei bitte beachten, Kinder, so große zeitliche und räumliche Dimensionen können die kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Kindern überschreiten. Gerne da als Beispiel, wenn im Fernseher ein Panzer durch ein Dorf rollt, wissen Kinder nicht, ist das jetzt im Dorf nebenan, also gerade ganz junge Kinder, oder ist das 2000 Kilometer entfernt. Das heißt, was Kinder machen, ist, die richten ihr Urteil danach, ob etwas gefährlich ist oder nicht, nach Eltern und Bezugspersonen. Also wie reagieren sie darauf? Sie benötigen damit aber auch Unterstützung zur emotionalen Verarbeitung, zur Einordnung. Ganz zu schweigen davon, dass gewisse Informationen nicht zwingend bei kleinen Kindern landen müssen. Das heißt, was können Sie konkret machen?
Sprechen Sie mit Kindern, wenn und wann sich das Thema anbietet, aber vor allem dann auch, wenn Kinder irgendwie damit befasst sind. Schauen Sie sensibel drauf, wie Kinder darauf reagieren. Sprechen Sie natürlich auch über eigene Ängste und Sorgen. Tue ich ja gerade hier auch mit Ihnen, das ist mein persönliches Coping. Machen Sie das aber eben bitte mit anderen Erwachsenen. Und wenn Sie es dann für sich geklärt haben, gerne im Kontakt mit den Kindern. Übernehmen Sie Verantwortung. Wir alle sind verantwortlich. Keiner von uns kann diese Krisen alleine lösen, aber wir alle haben zu einem gewissen Grad eine Verantwortung. Zeigen Sie damit auch Kindern, was man gemeinsam tun kann. Das Spannende dabei ist so ein gesellschaftliches Engagement. Ist gleichzeitig eine sinnfokussierte Bewältigung, eigentlich eine sehr gute Bewältigungsstrategie zum Umgang mit globalen Krisen. Und da sind wir hier unten bei dem Win-Win. Das heißt, Engagement führt dazu, dass wir psychisch gesünder werden. Da habe ich noch keine Daten zu, versuche ich aber noch nachzulegen. Ich will Ihnen noch ein paar Literaturempfehlungen mitgeben, wenn Sie noch weiterlesen wollen. Ein Buch von mir tatsächlich, ich spende alles. Das heißt, wenn Sie das ausgeben, es kommt nicht bei mir an. Aber wir haben ein Buch geschrieben zum Thema Umgang mit gesellschaftlichen Krisen im Schulalltag, weil es das nicht gab. Und wir dachten, hey, das ist doch ein Raum, wo unbedingt darüber gesprochen werden sollte. Wer nachlesen möchte, ich habe mit Katharina von Bronsweig einen Online-Artikel geschrieben mit 5 Ratschlägen, wie Eltern mit Kindern über das Klima sprechen können und auch einen Informationsbrief mit KollegInnen kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und der Punkt ist da wirklich, man kann die Krise einfach austauschen, in Anführungszeichen, wenn man drüber spricht. Es gelten dieselben Regeln. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von mir gehört haben, mache ich noch in eigener und in Ihrer Sache ein bisschen Werbung. Und zwar machen wir jetzt mittlerweile regelmäßige Informationsabende für Lehrkräfte und die Schulsozialarbeit. Nächste Woche der erste zum Thema Angst. Kommen Sie bei uns vorbei in der Semmelweisstraße 12 im Erdgeschoss. Sie können sich auf einer E-Mail-Liste eintragen und kriegen dann 4-mal im Jahr Post von uns, wenn unser nächster Infoabend ansteht. Der nächste wird im Herbst stattfinden zum Thema Klima. Brauchen Sie nicht mehr kommen, haben Sie heute schon gehört. Was wir außerdem machen ist, wir forschen weiter an dem Thema. Meine Doktorandin Nora Spirkel ist hier auch mit dabei, die das Projekt LUCA betreut, Leben und Umgang mit Klimasorgen und Alltagsstress. Hier wollen wir verstehen, basierend auf dem, was wir schon wissen zu sozialem Stress, wie Kinder und Jugendliche denn mit dem Thema Klimastress umgehen. Und zwar einmal, wenn sie sich schon psychisch belastet erleben oder auch nicht. Das heißt, was können wir aus unserem Wissen, was wir sowieso schon haben, übertragen und wie können wir Kinder und Jugendliche besser unterstützen, die bereits psychisch belastet sind. Damit komme ich so langsam zum Ende und fasse nochmal zusammen. Planetare Krisen sind psychische Gesundheitskrisen, vor allem für Kinder und Jugendliche. Wir haben gesellschaftliche und individuelle Lösungswege, zum Beispiel über das Thema Gesundheitsschutz, aber auch über das Thema Problembewältigung, Sinnhaftigkeit, soziale Unterstützung und Partizipation. Und damit möchte ich lösen. Nein, ich habe ihn nicht gelöst. Und zwar, ich komme deshalb auch darauf, weil ich persönlich schaffe diesen Zauberwürfel nicht zu lösen. Ich brauche meinen Mann dafür. Ich brauche soziale Unterstützung. Vielleicht kann auch jemand von Ihnen mich unterstützen. Es juckt auch immer mal wieder Leute im Publikum, den zu lösen. Aber das heißt, wir können so einen Zauberwürfel lösen. Und wenn man es irgendwann mal weiß, geht es auch gar nicht so schwer. Wir brauchen aber vermutlich ein paar andere, die uns dabei helfen. Und gemeinsam kriegen wir das auf die Reihe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Sie, Frau Professorin Asbrand, für diesen wichtigen und also diese wichtigen Impulse und tatsächlich auch Anregungen schon. Ich würde das, was Sie gesagt haben, auch gerne aufgreifen und vielleicht und dann noch ein bisschen mehr Mut gemeinsam entwickeln und vielleicht das Mitmachforum auch als Gelegenheit nutzen, um das eigene Resilienzhaus ein bisschen aufzubauen oder gemeinschaftlich und nicht nur die Devise zu verfolgen, durchhalten und dann klappt das schon. Deswegen freue ich mich jetzt besonders, das Podium oder beziehungsweise die Runde zu erweitern mit unseren Gästinnen und Expertinnen und zwar mit Kathleen Lützgendorf, die Dezernentin für Soziales, Gesundheitszuwanderung und Klima der Stadt Jena. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie können auch gerne schon Platz nehmen nacheinander. Ich würde mich dann ganz rechts dort noch dazugesellen später. Dann Uta Merker, Geschäftsführerin der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Thüringen, Professor Gutinas Lichios, Bündniskoordinator von WeCare und Leiter der halsnahen Ohrenkunde am Universitätsklinikum Jena, Dr. Franziska Alf, Stabsstelle aus der Stabsstelle Gesundheitsförderung und dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena und natürlich Frau Professorin Asbrand als Lehrstuhlinhaberin für klinische Psychologie. Ja, gerne. Jetzt haben wir doch tatsächlich einen Stuhl zu wenig.
Ich hoffe. Ja, wenn der flexibel ist. Dann machen wir das erstmal ganz casual hier quasi und ich stelle mich erstmal hier an die Seite. Ja, schön, dass ihr alle da sind. Wir möchten das Thema natürlich jetzt ein bisschen erweitern und das Mitmachforum, so viel sei zudem vielleicht nochmal ergänzend gesagt, ist eine Initiative der Stadt Jena gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität, ein gemeinsames Projekt und das hat das Ziel des Mitmachforums ist es eben gemeinsam Lösungen zu entwickeln im Bereich Gesundheit in diesem Jahr mit solchen Aktionstagen und Vorträgen wie hier, gemeinsam mit Ihnen für eine lebenswerte und vor allem gesunde Stadt. Und daran möchten wir heute anknüpfen. Und deswegen schon mal die erste Frage. Inzwischen ist auch meine Schulter, dann kann ich auch. Vielen Dank an Frau Merker geht die erste Frage. Und zwar, wenn wir auf Jena schauen, Sie setzen sich vor allem auch lokal ein, wir sind mit vielen Stadtakteurinnen im Gespräch, leiten Projekte, initiieren Projekte zur Gesundheitsförderung und niedrigschwelligen Prävention im Quartier. Und wenn Sie aus Ihrer Arbeit berichten, mit welchen Herausforderungen sind die Akteurinnen vor Ort eigentlich konfrontiert? Vielleicht mit Blick auch auf die Kinder und Jugendlichen und die psychische Gesundheit. Ja, wir sehen an dieser Stelle ganz unterschiedliche Dinge. Wir sind ja in ganz Thüringen unterwegs und ich glaube, man muss die Problemsituation und die Vielfältigkeit der Problematik, auch wie sie Frau Professor Asbrandt beschrieben hat, auch ganz vielfältig in Thüringen betrachten. Und gerade wenn wir auf das Thema Quartiere, benachteiligte Stadtgebiete schauen, sehen wir, dass wir neben den beschriebenen Problemen und Belastungssituationen dort aufgrund der sozioökonomischen Belastung nochmal ganz viel mehr Probleme sehen, die sich dort auch häufen. Da kommen finanzielle Problemlagen der Eltern und der Familien dazu, da kommt beengter Wohnraum dazu, da kommt dazu, Sie haben es vorhin gesagt, dass Grünraum und Grünflächen ein Schutzfaktor sind und das sind genau die Regionen, die Stadtteile, die Quartiere, wo wir wenig Schutzfaktoren, wenig Grünraum haben, sodass die Belastungssituation und die Problemlagen genau für die Familien, für die Kinder und Jugendlichen und Heranwachsenden in benachteiligten Quartieren nochmal sehr viel höher sind und wir hier insbesondere unser Augenmerk darauf richten müssen. Und dann ist auch schon gesagt worden von Ihnen, Frau Professor Asbrandt, das Ganze, was man gerade im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung tun kann, findet auch außerhalb des Gesundheitssystems statt, nämlich sehr viel mehr außerhalb des Gesundheitssystems, nämlich das fängt an bei Stadtplanung, das fängt bei Verkehrsplanung, Verkehrspolitik an. Das ist Bildungspolitik, ist ein ganz entscheidender Faktor, der sich zum Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen, wo etwas dran gedreht werden muss, eine Stellschraube. Und das sind viele soziale Akteure, die in Stadtteilen, in Quartieren unterwegs sind, die Unterstützungs- und Beratungsangebote jeglicher Art haben, die Kontakt zu Familien, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, die eben genau diese Begegnung, die Beteiligungsräume, die Möglichkeiten, sich einzubringen, anbieten. Und all die machen Gesundheitsförderung, auch wenn es nicht explizit oben drauf steht. Und diese Strukturen muss man stärken. Aber, und das beobachten wir auch, das sind Akteure, die selber zum Teil hoch belastet sind, in schwierigen, zum Teil auch prekären Beschäftigungsverhältnissen unterwegs sind, die immer wieder kämpfen müssen für ihr Thema, die kämpfen müssen für Ressourcen, für ihre Einrichtungen. Und auch dort müssen wir mit Maßnahmen zur Resilienzstärkung ansetzen, weil nur über gute, starke, resiliente Akteure können wir wiederum das Thema Gesundheitsförderung, Prävention, die Stärkung der psychischen Gesundheit auch weitervermitteln an die Kinder und Jugendlichen, an ihre Familien. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Angebote, die im präventiven Bereich, im Bereich der Gesundheitsförderung schon da sind, Programme, die im Setting Kindertagesstätte, im Schulsetting ansetzen, die genau diese Schutzfaktoren, die Sie adressiert haben und beschrieben haben, schon auf die Agenda rufen. Das sind Programme wie Schatzsuche für das Setting Kita. Es gibt das Schulprojekt Verrückt na und, für welches sich auch kommunale Netzwerke gebildet haben, die wiederum im Backup eine Hilfestruktur auch aufgebaut haben, vermitteln können in Hilfesysteme und gleichzeitig aber auch Schulaktionstage stattfinden.
Und es gibt Schulprogramme wie MindMatters, die spezifisch an diesen Schutzfaktoren ansetzen und Bewältigungsstrategien für Kinder und Jugendliche mit an die Hand geben und aufbauen und stärken, über Multiplikatoren vermittelt. Sie haben jetzt gerade schon so einige auch Lösungsansätze quasi genannt und Maßnahmen, die da umgesetzt werden. Ich würde die Frage gerne noch ein bisschen vertiefen und auch direkt daran anknüpfen, an Frau Lützgendorf gerne fragen, wie die Stadt da mit diesen Herausforderungen umgeht, die auch Frau Merkel jetzt gerade schon benannt hat in der Stadtplanung vielleicht auch konkret. Und wie gelingt Ihnen das dann auch so schwer belastete bzw. schwer erreichbare Gruppen zu adressieren von Stadtseite aus? Ja, guten Abend erstmal von meiner Seite und Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich habe das versucht, was Frau Professor Asbrandt zum Schluss erläutert hat, was vielleicht ein Lösungsansatz sein könnte, Gesundheitsschutz mit Partizipation zu verknüpfen, und war aber im Jugendparlament und die hatten so viele Fragen und Anregungen zum Thema Klimaanpassung, Klimaschutz, Begrünung von Dächern, von Schulen, von all diesen Themen. Und dann konnte ich nicht so gut sagen, ich muss jetzt aber los, weil dort 20 Jugendliche im Raum saßen und mich gelöchert haben. Deswegen schon mal Entschuldigung. Aber das ist genau das, was wir versuchen. Also es ist ein Versuch, in Jena also direkt das zu leben, was Sie vorschlagen. Wir haben die gute Situation, dass wir einen Klimaaktionsplan verabschiedet haben, vor 2 Jahren schon, 2,5 Jahren, das jetzt versuchen umzusetzen. Wir haben letzten Stadtrat den Hitzeaktionsplan verabschiedet, als eine der ersten Städte in Mitteldeutschland. Also wir sind relativ konzeptstark, muss ich sagen. Wir haben ein sehr, sehr gut ausgebautes Kinder- und Jugendarbeits Profil. Also wir haben viel Streetwork, wir haben Jugendzentren, wir haben 2 Personen, die sich nur mit Bürgerinnenbeteiligung beschäftigen und das auch weiterentwickeln, also gezielt Kinder und Jugendliche ansprechen. Wir haben sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die eng im Fachdienst Gesundheit, Fachdienst Soziales und dann Stadtplanung versuchen, genau diese Ziele zu erreichen. Also wie kommen wir an die vulnerablen Gruppen in schwierigen Lebenssituationen ran und können da Krisen besser lösen und gezielte Angebote machen. Aber natürlich ist nicht alles perfekt und ich habe auch erst vor ein paar Monaten angefangen und versuche mit meinem Dezernat genau das zu verbinden, also Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima, also auch noch die Migrationsfrage damit rein zu verflechten. Und ich glaube, eine Maßnahme, die wir auch als eine der wenigen Kommunen auf den Weg gebracht haben, ist eine Kofinanzierung des Deutschlandtickets. Also wir bezahlen einen gewissen Anteil für Kinder und Jugendliche in Jena, damit sie eben mobiler sein können mit ÖPNV und da auch diese Teilhabe an verschiedensten Angeboten sich gewährleisten können und versuchen eben auch die Stadtteile und die Angebote so zu planen, dass die Kids resilienter werden und versuchen, ihnen stärker zuzuhören. Also ganz konkret auch für Stadtplanungsprojekte. Genau, das ist die Idee. Vielen Dank. Also Sie haben es auch gerade schon gesagt, eigentlich ist Jena auch in dem Punkt ein bisschen natürlich privilegierter. Wir werden auch noch mal ein bisschen über den ländlichen Raum sprechen, gleich im Anschluss an diese Frage. Aber nochmal in Bezug auf Jena vor allem. Frau Dr. Alf, Sie sind im Gesundheitsdienst tätig und da eben auch mit befasst, quasi diese Maßnahmen mit umzusetzen und das Wohlbefinden von Kindern, Jugendlichen und Familien in den Quartieren insbesondere zu fördern. Vielleicht können Sie das auch noch mal so ein bisschen konkretisieren, was da aktuell in Planung ist, welche Maßnahmen vielleicht auch umgesetzt werden. Ja, hallo, das mache ich sehr gern. Es wurde ja eben schon gesagt, Gesundheit wird meistens außerhalb des Gesundheitssystems gemacht. Deshalb machen wir das auch gemeinsam innerhalb der Stadt mit vielen anderen Fachdiensten. Vieles wurde schon erwähnt. Wenn wir gerade bei Kindern und Jugendlichen sind wir in den Settings Kita und Schule. Wir unterstützen die Lebenskompetenzprogramme wie beispielsweise Papilio und Schatzsuche, dass die etabliert werden. Wir haben aber auch Teekitze in der Stadt. Das sind Eltern-Kind-Zentren, die sich den Quartieren öffnen. Wir haben in Schulen, Klasse 2000 und Grundschule beispielsweise als Programm oder eben Verrückt na und, was wir als Fachdienst Gesundheit koordinieren, was alles
neben der Schulsozialarbeit, die natürlich auch präventiv wirkt, unterstützend ist. Wir finanzieren viele Angebote der Träger, beispielsweise der psychosozialen Beratungsstelle, die ja viel zum Thema Suchtprävention macht, auch soziale Medien in den Blick nimmt, immer mehr. Wenn wir in die Stadtteile gucken, dann haben wir da viele Quartiersmanagement-Ansätze oder auch die Stadtteilbüros, die speziell in sozial benachteiligten Gebieten sind, hier in Jena, die die Gemeinwesenarbeit unterstützen. Auch da sind wir quasi mit in den Arbeitsgruppen und unterstützen die Fachkräfte vor Ort, um gesundheitsfördernde Maßnahmen mit umzusetzen. Ja, letztendlich alles, was die Aufenthaltsqualität in den Stadtteilen erhöht, ist gesundheitsförderlich. Auch das macht natürlich nicht der Fachdienst Gesundheit, sondern Stadtplanung und Stadtentwicklung, vom Sonnensegel auf dem Spielplatz bis hin zum Trinkbrunnen, Grünflächen, wo Sitzmöglichkeiten sind. All das ist gesundheitsförderlich bis hin zum Ausbau von Fahrradwegen. Und wir haben natürlich in der Stadt auch viele Koordinierungskräfte, die die Maßnahmen planen und umsetzen, frühe Hilfen, Jugendschutz, die gesamte Sozialplanung, unsere Psychiatriekoordination. Und dann arbeiten wir natürlich auch sehr viel konzeptionell und strategisch, was nach außen nicht sichtbar ist, aber ganz, ganz wichtig ist. Wir bauen eine Präventionskette auf. Wir sind dem Gesunde-Städte-Netzwerk beigetreten, um eine Haltung zu etablieren für diese Themen. Und ganz aktuell ist auch die Sozialraumorientierung ein ganz wichtiger Schwerpunkt im Sozialdezernat, wo es darum geht, die Sozialräume zu stärken, die Bedürfnisse der Menschen dort zu erfassen und die Akteure zusammenzubringen, die sowieso schon da sind. Wenn wir jetzt diesen Blick weiten, quasi nicht nur also aus Jena heraus, vielleicht auch in die Region, vielleicht sind auch Teilnehmende aus dem Publikum, die jetzt nicht direkt in Jena wohnen und sagen, na, das ist ja alles vielleicht ganz schön und gut, was hier auch in der Stadt passiert und das sind tolle Maßnahmen und da passiert einfach an sich schon viel und wir haben natürlich trotzdem gerade in Thüringen eben auch einen großen ländlichen Raum und da stellt sich natürlich die Frage, wie das dort vor Ort aussieht. Und Professor Guntinas Lichius, Sie sind Bündniskoordinator von WeCare, ein Projekt, das mit innovativen Maßnahmen die Transformation der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum unterstützt. Und vielleicht können Sie uns berichten, welche Unterschiede und Bedürfnisse in der Versorgung Sie im ländlichen Raum oder zwischen Stadt und Land wahrnehmen und welche Rolle da vielleicht auch digitale Angebote in Zukunft spielen könnten. Ja, vielen Dank. Also WeCare ist ein Forschungsprojekt. Ich stehe hier als ein Vertreter von der Universität. Aber es geht eben hier um Forschung, die sehr nah an der Anwendung ist. Also das, was wir erforschen, soll dann am besten Falle, wenn es gut funktioniert, unmittelbar auch in die Versorgung überführt werden. Und die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist uns sehr wichtig. Wir sind heute mit einem kleinen Stand vertreten, sind auch 2 Mitarbeiterinnen da, die Frau Lutherbeck und die Frau Bartels, die für Fragen zur Verfügung stehen, weil wir tatsächlich in den Projekten, die wir machen, fast immer eben Zivilbevölkerung dabei haben, weil das eben so ein wichtiger Aspekt bei uns ist. Ja, es geht darum, dass wir jetzt schon feststellen, also wir nicht Blick in die Zukunft, sondern dass wir jetzt schon feststellen, dass die Gesundheitsversorgung, so wie sie jetzt im Moment organisiert ist, im ländlichen Raum schlechter bereits ist als im städtischen Ballungsgebiet. Und dass wir eben sagen, wir brauchen intelligente, innovative, digitale Lösungen, um Gesundheitsversorgung nicht nur im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten, sondern auch gleichwertig zu gestalten im Vergleich zum städtischen Raum. Das heißt, wir wollen, egal wo jemand in Thüringen lebt, ob in Jena oder auf dem Land, er soll gleich gute Gesundheitsversorgung bekommen und deswegen brauchen wir digitale Lösungen, weil die Doktors können wir nicht schnitzen, das wird nicht mehr funktionieren. Und wir haben ja eben gehört, bis man mit seinem Kind oder seinem Problem zu Frau Professor Aspam kommt, dauert es sehr lange und dann muss man auch noch lange warten. Und diese Strukturen sind natürlich im ländlichen Raum häufig gar nicht vorhanden. Und deswegen vielleicht auch ein Beispiel. Wir haben ja auch hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Institut für psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie im Raum. Wir haben zum Beispiel ein Verbundprojekt, da geht es darum, zu verstehen, wie man bessere niedrigschwellige Präventionsangebote im ländlichen Raum aufbauen kann,
insbesondere mit dem Fokus auf Jugendliche und die Betreuung der Eltern, können sich auch am Stand informieren. Also wir haben da jetzt schon deutliche Unterschiede. Was das Klima betrifft, wissen wir, da spielt natürlich die Komorbidität eine Rolle, also der Krankheitszustand der Bevölkerung im ländlichen Raum ist höher, also chronische Erkrankungen und schwerer und schlechter behandelt, liegt natürlich auch an der schlechteren Versorgung im ländlichen Raum ist höher. Und wir wissen, wenn man jetzt mal einen Faktor aus dem Klimawandel herausnimmt, nämlich die Temperatursteigerung, dann wissen wir, dass Mortalität, also dass mehr Leute sterben pro Grad Temperaturanstieg. Und insbesondere gibt es natürlich da Gruppen, die Risikogruppen sind mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch bestimmten Atemwegserkrankungen. Und die finden wir mehr im ländlichen Raum. Man denkt ja immer, das ist grüner, das spielt das ja vielleicht nicht so eine Rolle mit dem Klimawandel und aller möglichen Effekte. Da kommt natürlich eine Menge zusammen, woran das liegt, aber wir haben jetzt schon das Problem, deswegen haben wir auch einen Fokus jetzt in den nächsten 3 Jahren eben auf eben digitalen Gesundheitslösungen im Bereich Krisenprävention. Wir haben natürlich auch einen Schwerpunkt im Bereich Vorbeugung, Pandemiemanagement, das spielt natürlich auch eine große Rolle, wo wir ja schon eine Menge digitale Sachen ausprobiert haben. Und ja, und das betrifft natürlich vor allem die ältere Landbevölkerung, aber ich habe ja gesagt gerade, dass wir natürlich die Kinder nicht vergessen dürfen. Und heute habe ich eine Menge gelernt, auch in Bezug, was die Kinder betrifft und Klimawandel und Krisenbewältigung, sodass wir da auf jeden Fall nochmal was Eigenes an Projekten auf die Beine stellen müssen. Ich möchte gerne jetzt nochmal den Blick quasi auf diese individuelle Ebene. Professorin Aspran, Sie haben es auch im Vortrag schon, finde ich, schön benannt in dem Punkt, was man als Elternteil tun kann, was Kinder quasi letztlich brauchen. Wenn wir aber den Blick vielleicht auch auf die Bezugsperson der Kinder und auf die Eltern nochmal richten, was würden Sie sagen, was brauchen denn auch gerne mit Bezug auf Jena, welche Unterstützung brauchen die Eltern und die Bezugspersonen dann eigentlich, um diese Unterstützung leisten zu können und selbst stabil und überhaupt hilfsbereit letztlich da sein zu können? Also tatsächlich auch da setze ich genau wie Frau Dr. Alf erstmal außerhalb des Gesundheitssystems, weit außerhalb des Gesundheitssystems, was man oft vergisst, ist erstmal ganz basal die sozioökonomische Versorgung. In Armut bin ich selber gestresst, sind meine Kinder gestresst, habe ich keine Ressourcen mehr, um mein Kind irgendwie zu unterstützen. Und tatsächlich ist deshalb auch eine der niedrigschwelligsten Formen, wie man überhaupt erstmal Kinder unterstützen kann, aber auch Eltern unterstützen kann, ist zum Beispiel sowas wie eine Kindergrundsicherung oder man kann es auch irgendwie anders nennen, aber das heißt, dass es eine ausreichende finanzielle Versorgung für Familien gibt. Und weil dann haben Eltern überhaupt erst die Kapazität, um sich über Erziehung Gedanken zu machen und so weiter und so fort. Also kann ich meine Miete bezahlen, kann ich Lebensmittel bezahlen, kann ich das Schulmaterial bezahlen, solche Sachen. Eltern brauchen zum anderen natürlich auch durchaus Angebote. Also ich finde, wir sind an vielen Stellen sehr streng mit Eltern. Also man muss ja dann alles können, man muss arbeiten, man muss die Kinder versorgen, man muss dabei immer noch gute Laune haben. Und das heißt, auch da so ein bisschen mehr eine Offenheit und auch eine Echtheit im System zu haben. Gleichzeitig haben wir ein unglaubliches Problem mit Gewalt, vor allem in Familien. Die Gewaltzahlen sind angestiegen, gerade auch im Rahmen der Pandemie. Die sind erschütternd, wie viele Kinder zu Hause psychische, physische Gewalt erleben, auch sexuelle Gewalt. Und das heißt, auch das ist oft sowas, wo man dann denkt, die bösen Eltern, und natürlich tragen die Eltern die Verantwortung dafür, wenn sie die TäterInnen sind. Der Punkt ist aber oft, dass auch das aus einer Überforderung raus passiert. Das heißt, wir brauchen auch da niedrigschwellige Angebote, wo man sich hinwenden kann, wenn man sich überfordert fühlt. Natürlich, es gibt das Jugendamt, was aber leider oft keinen guten Ruf hat, obwohl es eigentlich als Hilfsangebot gedacht ist. Das heißt, irgendwo auch eine Offenheit in der Gesellschaft über Probleme sprechen zu können und dafür dann niedrigschwellige Anlaufstellen, um das auch ein Stück weit zu normalisieren, dass man weder mit der Situation auf der Welt noch mit der Situation zu Hause immer komplett fein sein muss. Ich würde das jetzt tatsächlich auch gerne nochmal aufgreifen und vielleicht die Frage an Sie, beide, Frau Dr. Alf und an Frau Lützgendorf, nochmal weitergeben in dem Punkt, wenn ich erste Anzeichen erkenne, ich merke, okay, mein Kind, die Stimmung verändert sich. Was wären jetzt vielleicht konkrete Orte, konkrete Anlaufstellen, wo ich mich direkt hinwenden könnte?
Da gibt es jetzt einiges aufzuzählen. Jetzt mal ganz speziell, wir haben in unserem sozialpsychiatrischen Dienst jetzt eine Beratungsstelle, die Kinder ab 14 Jahren betreut. Dann natürlich die Familienberatungsstellen, die wir haben. Auch die Kinderärzte sind sicherlich erstmal der erste Anlaufstelle. Der Schulsozialarbeiter beispielsweise. Also da gibt es ja viele verschiedene Partner. Das ist vielleicht auch das Problem, weil die Kinder und Jugendlichen dann gar nicht wissen, wo gehe ich denn zuerst hin. Ne? Frau Dr. Alf hat es ja gerade gesagt, es gibt ganz, ganz viel. Und wenn man auch mal mit Jugendlichen oder mit Eltern sammelt und sagt, wir schreiben es jetzt mal auf so einen Flipchart, was kennen Sie denn? Dann wird genau das aufgezählt. Viele wissen das, aber ich glaube, es gibt 2 Gründe, warum das noch nicht so gut funktioniert, nämlich diese Niedrigschwelligkeit, die Sie gerade angesprochen haben, und die Stigmatisierung. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, mein Kind ritzt sich oder sagt, es kommt nicht mehr klar oder wir trennen uns als Elternpaar und meine Kinder haben dann Reaktionen oder Wut oder irgendwas und ich brauche Hilfe, dann erlebe ich ganz, ganz oft, dass da eine ganz hohe Hürde besteht, sich Hilfe zu suchen. Also wirklich zu dieser Beratungsstelle zu gehen und zu sagen, ich brauche Unterstützung. Und gerade in dem Bereich, das ist wirklich erstaunlich, der hochgebildeten, akademisierten Welt scheint es noch höher zu sein. Aber es ist wirklich nur so eine Alltagserfahrung. Das ist vielleicht eine Baustelle und das, was wir jetzt versuchen neu, ist, dass ich sozusagen mit meinem Team, also Teile des Teams, also Wohngeldstelle, aber eben auch SPDI und andere in die Stadtteile gehen und wir so eine Art Sprechstunde vor Ort anbieten in den Stadtteilbüros, weil klar kann man in 10 Minuten mit der Straßenbahn von Lobeda in die Stadt fahren oder Winzerla oder auch Nord, aber die Hürde ist trotzdem ganz, ganz hoch, dann in der Beratungsstelle zu fahren, auch wenn noch so sehr das nett ist und ich vorher anrufen kann oder eine Mail schreiben kann, auch gute Erfahrungen habe. Das heißt, wir versuchen das mit einer mehr aufsuchenden Charakteridee umzusetzen. Wir können ja irgendwann nochmal berichten, wie das funktioniert, aber ich glaube, es gibt vieles. Viele Angebote haben zu wenig Ressourcen, das ist so. Es gibt zu wenig Psychologinnen, es gibt zu wenig Schulsozialarbeiterinnen und all diese Professionen. Aber die da sind, wollen wir stärker auch an die Zielgruppen bringen mit neuer Kommunikation. Also ich glaube auch diese ganze Präventionskommunikation, und da erhoffe ich mir auch aus unserem Projekt gemeinsam neue Wege zu bauen, auch mal ein bisschen quer zu denken, wie erreichen wir. Soziale Medien ist ein Punkt, die Zielgruppen, aber vielleicht fällt uns auch noch was anderes ein, ohne so überakademisiert und mit Zeigefinger und Hürden daherzukommen. Genau. Frau Melker. Ja, ich würde da ganz gerne genau direkt anknüpfen und nochmal so mit der Netzwerkeperspektive draufschauen. Weil das, was wir auch immer wieder sehen, ist, es gibt ganz viele Angebote und natürlich gibt es in den städtischen Regionen sehr viel mehr Angebote als im ländlichen Raum. Aber ein Problem ist auch, dass viele dieser Angebote gar nicht transparent sind. Sie sind zum Teil für die NutzerInnen nicht transparent, aber sie sind zum Teil auch gar nicht für andere Hilfsangebote transparent. Also es braucht ergänzend zu den Angeboten, die niedrigschwellig sind, die nicht stigmatisieren, vor allen Dingen auch ein Netzwerk, eine stabile Struktur von Akteuren, die auch wissen, was macht denn die Einrichtung nebenan und wo kann ich mich hinwenden, wenn bei mir jemand ist mit einer Fragestellung, die ich vielleicht gar nicht selber bearbeiten kann. Und dafür braucht es im Prinzip dieses Netzwerk im Hintergrund, dass diese Vermittlung, dieses Wissen, was haben wir alles für tolle Ressourcen in unserer Stadt und wie kann ich das wirklich nutzbringend auch da an die Familien herantragen, die wirklich das brauchen, das benötigen, dass dieses Wissen, was da ist, nicht bei Einzelnen ist, sondern sich in so einem fluiden Netzwerksystem auch weiter verbreiten kann und sehr viel mehr Menschen und auch Akteure auf diese tollen Angebote zurückgreifen können. Und ich glaube, die Präventionsketten sind ja unter anderem auch ein Ansatz, wo versucht wird, die Netzwerke miteinander zu verbinden und die Übergänge zu gestalten. Also dass man aus der aus der Kindperspektive schaut, was brauchen diese Familien, was brauchen die Kinder und wie können die Angebote im Hintergrund entsprechend wie so ein Puzzleteil oder wie der Würfel
so entsprechend passgenau zusammengesetzt werden, dass es möglichst gut und ideal für die Familien ist. Und es ist einfach niedrigschwellig zu nutzen. Ich würde da gerne insofern anknüpfen, und erstmal eine Erfahrung teilen. Ich bin, wie gesagt, vor 2 Jahren hier gestartet. Es gab nichts. Ich habe alles neu aufgebaut. Und eine Idee war sofort auch, ich muss mich im Hilfssystem vernetzen. Das heißt auch, es ist ganz toll, die Menschen, die ich hier kenne ich von unseren Vernetzungsveranstaltungen. Und ein Punkt war aber auch tatsächlich, ich bin im Gesundheitssystem sozialisiert. Ich bin Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, ich arbeite schon lange in dem Bereich. Ich war vorher lange in Baden-Württemberg, ich war in Berlin, ich bin nach Thüringen gekommen, ich habe nichts verstanden. Jetzt kann man an meinen Kompetenzen zweifeln oder einfach auch wirklich an der Übersicht unseres Hilfesystems, zumal wir hier natürlich auch immer unterwegs sind, einmal im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, im Sozialsystem, die, ich sag mal so semi-gut miteinander vernetzt sind, je nach Standort. Ich glaube, in Jena funktioniert das ganz gut. Aber gerade wenn man dann Thüringen weiten Überblick haben möchte, ich habe am Anfang dann auch ein Hiwi dran gesetzt, machen wir mal einen Überblick über die Hilfsangebote in Thüringen. Die Übersicht gibt es bis heute nicht. Weil das einfach wahnsinnig kompliziert ist. Ich war neulich im Gesundheitsministerium, wo wir zum Thema Kinderschutz gesammelt haben, habe festgestellt, auch dort, wir lernen alle neu dazu. Also das heißt einfach, dass also wenn man ein Netzwerk vor Ort hat, ist das erstmal ganz viel wert, aber dann denke ich mir immer, wenn ich also als sozialisiert im System den Überblick nicht finde, wie soll das eine belastete Familie schaffen, die gar nicht weiß, wo Hü und Hott ist? Das heißt, wir brauchen, glaube ich, an vielen Stellen mehr Case-Management, Menschen, die betroffenen Familien an die Hand nehmen. Und da sind wir wieder beim Thema Niedrigschwelligkeit. Und auch da musste ich, weil Sie haben das Thema Stigma angesprochen, einmal der Eltern, und aber auch, und da war ich wirklich erschüttert, vor ein paar Wochen bei unserem Partizipationsfachtag, als die Jugendlichen meinten, na klar ist das immer noch ein Thema in der Schule. Ich erzähle doch niemand anderem, wenn ich depressiv bin. Ich war naiv davon ausgegangen, es ist ein großes Thema auf sozialen Medien, es wird da viel offener drüber umgegangen. Pustekuchen, es wird nicht über psychische Erkrankungen in der Schule gesprochen. Das heißt, auch die Hürde, die sind prima informiert, die wissen alle komplett Bescheid über das Thema Psychotherapie, aber die kommen nicht zu uns, weil sie sich nicht trauen. Und es gibt da schöne Modellprojekte, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gab es eins, wo Psychotherapie an Schulen durchgeführt wurde. Das heißt, den PsychotherapeutInnen wurde erlaubt, ihr Büro zu verlassen. Ich darf nicht außerhalb meiner eigenen oder unserer Praxisräume therapieren. Denen wurde das erlaubt. Die waren in den Schulen unterwegs, was natürlich dann einmal zum Beispiel auch die Hürde senkt, es muss niemand das Kind zur Therapie fahren. Und ich kriege das vielleicht so in den Alltag mit eingebaut, dass auch gar keiner mitkriegt, dass ich jetzt zur Therapie muss und eben nicht zum Fußballtraining kommen kann. Also das heißt, diese Verknüpfung immer stärker mitzudenken, ich glaube, wir werden immer besser damit, aber es ist auch noch Luft nach oben. Also einmal diese Transparenz zu schaffen und wirklich auch die Hilfsangebote, man muss die halt dahin tragen, wo sie notwendig sind. Ich habe vorhin über die sozioökonomischen Faktoren gesprochen und das sind gerade auch die wir ganz schlecht erreichen. Also Menschen, bei uns in der Psychotherapieambulanz kommen Menschen mit einem mittleren bis hohen Einkommen, die sind oft akademisiert. Wir erreichen die anderen gar nicht, auch wenn wir in die Schulen gehen. Und das heißt, wir müssen eher dorthin, und deshalb finde ich das toll, dass Sie das mit den sozialen Angeboten machen, müssen wir auch mit der Psychotherapie. Deshalb schreiben Sie alle Brandbriefe an Ihre Krankenkassen, dass die das erlauben oder so. Vielen Dank. Und das bringt mich tatsächlich eigentlich auch schon zu dem Ausblick. Und ich finde, das ist auch ein schöner Übergang letztlich zu den Fragen und die Einladung an Sie, uns vielleicht auch zu berichten, was aus Ihrer Perspektive noch besser laufen könnte. Also was sind vielleicht Impulse, was wünschen Sie sich in der Gesundheitsversorgung im Zusammenspiel auch zwischen Wissenschaft, Kommune oder beziehungsweise dem Ort, der Verwaltung und natürlich den gesundheitlichen Einrichtungen. Erstmal noch kurze zum Abschluss natürlich die Frage in die Runde, was da vielleicht darüber hinaus auch noch Maßnahmen sind, wo diese Zusammenarbeit noch besser funktionieren könnte und dann natürlich auch mit der Freiheit, Ihre eigenen Fragen einfach zu stellen. Aber wenn Sie da schon Impulse haben, dann nennen Sie uns die doch auch gerne gleich im Anschluss. Aber genau, vielleicht nochmal abschließend in die Runde. Hallo. Ja, ich bin immer eine Fürsprecherin für Prävention und wir haben schon die Zahlen gehört. Wir investieren immer noch viel zu viel in unsere Gesundheits- oder besser gesagt Krankheitsversorgung in den ambulanten und stationären Bereich. Wenn wir auch nach dieser Pandemie nicht anfangen, wirklich wirksam in die Prävention zu investieren, dann wird es schwierig werden und da ist noch Luft nach oben.
in den Kommunen. Das wäre mein Statement, das brauchen wir. Und ich greife vielleicht nochmal diese Datenlage auf. Auch das können wir auch gemeinsam als Kommune und Wissenschaft machen, diese Datenlage zu verbessern, Gesundheitsberichterstattung mit Klimaberichterstattung zu verknüpfen und dabei die Universität auch als Partner nutzen. Das wäre so ein Weg beispielsweise, um noch eine bessere Datenlage zu haben für bessere Taten. Genau, da kann ich direkt aufspringen. Wir brauchen mehr Prävention, wir brauchen mehr Gesundheitsförderung und wir brauchen das vor allen Dingen verbindlich und strukturell verankert. Weil Prävention und Gesundheitsförderung werden ganz oft immer auf die Agenda gerufen, wenn man vielleicht sagt, ach, da haben wir jetzt auch noch Zeit und Raum und Lust für. Aber ich glaube, Sie haben sehr eindrücklich heute im ersten Teil der Veranstaltung gezeigt, das ist nichts, was man machen kann, wenn man ansonsten nichts weiter zu tun hat, sondern es ist zwingend erforderlich, Prävention und Gesundheitsförderung mitzudenken, es politikfeldübergreifend zu denken. Das ist auch noch ein ganz großes Manko, dass es nach wie vor nicht aus den Köpfen auch von Politikern rausgeht, dass Prävention und Gesundheitsförderung an den Lebenslagen, an den Lebensverhältnissen ansetzt und keine reine Intervention im Gesundheitssystem ist. Das heißt, wir brauchen viel mehr andere Politikbereiche, mit denen wir gemeinsam Prävention und Gesundheitsförderung wirklich strukturell verankert denken. Und wir brauchen neben den finanziellen Ressourcen auch die gesetzliche Rahmung dafür. Also Prävention und Gesundheitsförderung ist kein nice to have, sondern es ist es braucht es unbedingt. Und ganz konkret wäre das auch, um die Möglichkeiten in den Kommunen zu stärken, nämlich die Rahmung durch ein öffentliches Dienstgesetz in Thüringen, um wirklich auch die Kommunen in die Lage zu versetzen, all das, was wir jetzt hier beschrieben haben, was in Jena, glaube ich, wirklich schon ziemlich gut und ziemlich vorbildhaft funktioniert, wirklich strukturell auch in allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten mit auf den Weg zu bringen, dass wir wegkommen von diesen Leuchttürmen, sondern dass es regelhaft, nachhaltig, strukturell verankert ist, dieses Thema. Ich kann mich auch erstmal nur anschließen und das nochmal verstärken, dass wir das versuchen hier, genau diese Verknüpfung, also in meinem Dezernat auf jeden Fall. ÖGD-Gesetz scheint ja jetzt tatsächlich auf einem Weg zu sein, seit den 90er Jahren tatsächlich Thüringen, dass sich das entwickelt. Ich würde gerne den Weg gehen, den ich auch die letzten Jahre versucht habe, eher das zu versuchen, was geht und nicht mehr nur zu sagen, das geht jetzt alles nicht. Also, dass wir gemeinsam vernetzt schauen, wie können wir es zusammen schaffen, eben vernetzt und strukturiert, gemeinsam Wissenschaft, Kommune und dann eben Politik, das gehört nun dazu und nicht immer da rein zu verfallen, das war schon immer so und das geht alles nicht. Dass wir uns das gemeinsam vornehmen, das wäre mein Wunsch. Ja, was wir als Ziel haben und was wir auch für realistisch halten, ist eben, dass wir eine landesweite, also für Thüringen eine digitale Gesundheitsstrategie brauchen. Und da bieten wir uns eben als Kompetenzzentrum mit WICARE an, weil wir tatsächlich sehr viele verschiedene politische Partner an einen Tisch holen müssen. Das ist eben Gesundheit, das ist aber auch Wirtschaft, weil wir hier auch viel über neue Technologien sprechen, wo wir hohe Kompetenzen in Thüringen haben, die wir einbringen können. Das ist aber auch innere, weil wir über Notfallmanagement reden und dann reden wir natürlich auch mit Infrastruktur, also was den ländlichen Raum betrifft. Das muss man alles zusammenbringen und dann haben wir natürlich das dicke Brett des traditionellen Gesundheitssystems, weil da, wo wir digital unterwegs sind, diejenigen von Ihnen, die ja schon mal Telemedizin gemacht haben, das sind ja erste Schritte gewesen, wo wir ja diese sogenannten Sektorgrenzen überwinden. Sie wissen vielleicht, wir haben eine starke Grenze zwischen dem ambulanten und stationären Bereich. Und das brechen wir natürlich auf. Und wir brauchen eben vor allem eine stärker intelligent eskalierende Gesundheitsversorgung. Und da sind die Strukturen jetzt im Moment noch nicht da. Wir haben ja mehrfach gehört, wir haben das Personal nicht. Wir müssen mehr, und das ist unser Ziel, Gesundheit, insbesondere im ländlichen Raum, Gesundheitsversorgung zu den Familien, zu den Betroffenen nach Hause bringen. Wir arbeiten sehr an Technologien, die zu Hause greifen und dann eskalierend wirken, also Präventionsmaßnahmen digitaler Art, die man zu Hause selbst durchführen kann. Und dann aber, wenn ich ein Problem habe, dass ich eben intelligent, eskalierend direkt in die Struktur komme, die ich brauche. Also wenn ich eben Frau Aßmann brauche, dass ich auch direkt dahin komme und nicht diese ganze Kaskade habe. Das muss man intelligent aufbauen und dafür braucht man viel, viel mehr digitale Strukturen, als wir sie im Moment in Thüringen haben.
Und das bedeutet, wir sind noch ein bisschen beschäftigt.